Servus, grüßt euch, da ist ja der Weitler halt wieder aus dem Wald draußen, aus dem regnerischen Wald. Regnet den ganzen Tag schon, seit ich unterwegs bin und ziemlich heftig teilweise sogar. Da hinten ist einmal erst hat es ein bisschen eingeregnet, ein bisschen aufgehört wieder, das starke Regen, sondern so mäßigen Regen, darf das bezeichnen. Und ja, ihr hört es auch an meiner Stimme. Ich habe Männerschnupfen wieder mal, letztes Jahr schon mal ein Video gemacht, begleitend mit Männerschnupfen, wenn ich rausgegangen bin, und das Jahr mache ich es wieder, um euch einfach zum zeigen, wenn man mal Männerschnupfen hat, kann man rausgehen. Ich möchte aber vorweg sagen, wenn man Fieber hat oder wirklich einen Infekt hat und ist richtig scheiße beieinander, bleibt zu Hause, oder wenn man in dem Fall jetzt Corona hat, bleibt einfach daheim und macht nichts. Holt euch daheim. Bei mir ist es so, ich habe einfach nur ein bisschen Schnupfen. Ich bin gestern um 8:30 ins Bett gegangen, habe mir gedacht, ich schlafe mir richtig aus, dass ich wieder fit werde. Bin aber heute dann um 5 Uhr aufgestanden und meine ganze Nebenhöhlen und alles sind richtig zu. Von dem her habe ich mir gedacht, in der Wohnung mag ich auch nicht sitzen, da ist die Luft so warm drin. Ihr wisst es mit den Frauen momentan, wenn es wieder außen ein bisschen kalt ist, heizen sie wieder ein, hast wieder irgendwo zwischen 26 bis 30 Grad drin und eine absolut trockene Luft, packe ich überhaupt nicht, muss ich raus. Habe ich auch gemacht, weil wenn ich in der Wohnung sitze, wird das alles noch viel schlimmer bei mir. Von dem her bin ich einfach rausgegangen, in ein Waldgebiet gefahren, bin jetzt da gute 2 Stunden rumgewandert drin, ganz locker, habe jetzt ein kleines Gepäck dabei und wir haben da einfach eine Kleinigkeit kochen.
Ihr seht Pfannenheuer dabei, ich will mir ein paar Röstzwiebeln machen und ein bisschen Kartoffeln dazu und sowas, eine kleine Pfannenfall. Dann werden wir einen Ingwer-Fichtennadeltee machen zur Heilung, ganz klar. Auf Nacht gibt es dann ein heißes Bier heute und dann glaube ich, werden wir schon wieder gesund. Wie wir hier eine Kleinigkeit jetzt aufbauen, gar nichts Großartiges, wieder einen kleinen Unterschlupf, weil es einfach regnet. Da möchte ich ein bisschen im Trockenen sitzen. Und da habe ich heute für euch zwei Tabs dabei. Ich habe ein Helikon-Tab dabei, das habe ich schon ein bisschen länger im Hintergrund. Und ein ganz neues Tab, das weiß ich gar nicht, ob es auf dem Markt jetzt mittlerweile gibt. Ich glaube, dass vielleicht Einzelhändler jetzt schon seit ein paar Tagen drin haben. Und zwar von Helikon-Tex, zwar ein Lightweight Tab. Und das können wir uns ganz kurz heute einmal anschauen, wie ich jetzt dann einmal aufbaue. Um das geht es aber heute auch nicht, aber ich zeige es euch einfach einmal. Und würde einfach meinen Tag verbringen und ich denke, das wird mir auch ganz gut tun. Wichtig ist, wenn man sowas macht, wie gesagt, wenn es richtig krankheitsfieberig oder was, bleibt es daheim. So wie jetzt geht, ich habe mich warm angezogen mit Merino-Unterwäsche, dass die nicht friert und so. Und dann kann man sowas wirklich schön durchziehen. Und da tut auch die Waldluft, die feuchte Luft draußen richtig gut für die ganzen Nebenhöhlen und alles. Da werden wir dann schon wieder gesund. Okay, ich baue mir jetzt eine Kleinigkeit und wir sehen uns gleich. Ja, so, ihr seht, ich habe mein Grundgerüst aufgebaut, ich muss mir jetzt umdrehen, weil es fängt wieder richtig schönes Pissen an und das ist nicht gut, wenn man Männerschnupfen hat. Dann wird ganz nass. Okay, aber ganz kurz ein paar Worte zum Tab, ich will in nächster Zeit natürlich öfter darauf eingehen, weil es ein interessantes Tab ist. Das ist einmal das von Helikon-Tex, das Super Tab, 3 auf 3 Meter mit 840 Gramm umeinander. Ich habe es jetzt in PL-Tarn, gibt es verschiedene Tarnmuster und verschiedene Farbtöne. Ist ein cooles Tab, habe ich im Hintergrund jetzt schon Test. Ich habe zwei Packsäcke, ihr hört es, jetzt fängt es richtig an. Zwei Packsäcke, einmal, das ist richtig cool, mit einem Netz hinten drin zum Trocknen und man kann es auch schön aufhängen, mit Karabiner und so, irgendwo im Rucksack dran und ist nämlich extra in so einem Packsack. Das habe ich jetzt ganz neu dabei, weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt zeigen darf, keine Ahnung, aber sie haben nichts gesagt, als wir es geschickt haben. Von dem her gehe ich aus, weil auf den Helikon-Tex-Seiten gibt es noch nicht, ich habe es noch nirgends gesehen im Internet. Und zwar das Super Lightweight Tab von Helikon-Tex. Das ist jetzt ein Maß von, wie groß ist es, 250 auf 2 Meter und hat 440 Gramm so knapp. Ich habe es auch wieder im PL-Tarn und wie es eins von den zwei aufbauen, muss ich mal schauen, welches das passt, dass ich mir jetzt da einen schönen Regenschutz baue. Ich schaue mal, ob ich es verlinken kann zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt gerade drehe. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gefunden im Internet, aber es müsste jetzt, ich vermute mal, die nächsten Tage auf den Markt kommen. Keine Ahnung, ich zeige es euch einfach, weil keiner was gesagt hat. Und die von Helikon-Tex verstehen die nicht, weil es polnisch scheint, verstehen sie es nicht. Also passt, dann würde ich sagen, bauen wir erst weiter.
Ja, jetzt habe ich mein provisorisches Lager schnell aufgebaut. Mehr brauche ich halt nicht. Ich habe nur ein bisschen was hergebaut, dass ich das da herhängen kann, dass es nicht so nass wird alles. Hier haben wir ein bisschen was zum Teekochen hergemacht. Und ja, Buschbox halt, was man so braucht. Und ich würde sagen, jetzt haue ich die Pfanne auf und fangen wir mal das Kochen an. Aber vorher muss ich noch schnell ein bisschen Holz machen, dass ich noch ein bisschen was für die Buschbox habe und dann kochen wir. Soweit alles erledigt jetzt. Ich sitze im Trockenen, habe Holz, ein trockenes, habe meine Buschbox aufgebaut. Ich habe 2 Pfannen im Einsatz heute. Koche öfter mit 2 Pfannen, aber da ich nicht immer durchwechseln mag oder 2 Buschboxen mitnehmen, werde ich hier die kleine Pfanne mit meinem N71 befeuern. In dieser kleinen Pfanne machen wir sowieso nur Röstzwiebeln, die frittieren wir sauber da aus, die kommen dann auf die Bratkartoffeln oben drauf noch. Ein paar Gewürze dazu noch und dann Kresse, Petersilie. Perfekt, freuen wir jetzt drauf. Ich würde sagen, fangen wir mit das Kochen an. Das stelle ich dann ein bisschen da raus, weil ich meine, die brauchen sowieso ziemlich lang, ist klar. Und stinkt auch ganz schön, wenn man was frittiert, wisst ihr ja, gerade Zwiebel. Natürlich heftig. Alles klar, ich würde sagen, starten wir.
Ja, hört ihr das? Wie geil das ist. Da prasselt der Regen aufs Tab auf. Hinter mir knistert Buschbox. Mega, mega gut. Ich habe gut gespeist jetzt da draußen. Ganz einfaches Gericht heute einmal. Einfach nur Bratkartoffeln mit Röstzwiebeln dazu. Und die Röstzwiebeln, wenn viele wieder sagen, oh, die haben komplett verbrennt gewesen. Nein, wenn es nicht. Ich mag so. Ich mag braun, dunkelbraun, schon fast schwarz. Dann haben sie richtig geil. Und die Kombination mit den Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Paprika, dann habe ich noch Petersilie umgehauen und Kresse, genau. War richtig gut. Das hat sich schön harmonisiert. Das war wow. Gut. Richtig cool. Also alles top. Freut mich jetzt. Kriegt gleich mal einen sauberen Test heute. Wird es mit Sicherheit überleben. Also es ist gut halbzähig da. Ich glaube, da passiert nichts. Weil es ist so, ich sag's euch ehrlich, Helikon-Tex, ich kriege von denen kein Geld, dass ich das mache. Aber die machen echt gute Sachen. Also kann ich nicht schlecht sagen. Also das denke ich wird auch ein gutes Tab werden. Also, freut mich. Und dafür ist ein Tab auch da. Ihr seht es. Geht einfach raus in die Natur. Auch wenn es ein wenig krank hat. So wie ich halt. Ich habe Männerschnupfen, mir ist beschissen gegangen früher. Ich bin eine Stunde mit dem Auto daher gefahren. Ich bin halt weiter vorgefahren, ein paar Höhenmeter gefahren da rauf. Da ist die Luft besser. Geil. Bin rausgegangen, den ganzen Tag im Regen. Mir ist richtig schön angenehm warm. Gut, ich habe jetzt gut gegessen. Das tut da oben gut und dann geht es am Körper gut. Also das ist wichtig. Macht es das auch, geht es raus. Also, außer ihr habt Fieber oder so, das ist natürlich schlecht. Genau, und die werden wir jetzt dann noch hier da oben wir es dann noch auffüllen mit Wasser und dann machen wir noch einen schönen Ingwertee mit Zitrone und ja, steht denn da alles rum? Tannen habe ich ja schon gesehen. Wachsen bei mir in der Region nicht so viel und da rund im Bayerischen Wald wachsen mehr. Also gibt es Tannen halt dazu. Und da läuft immer volles Wasser runter. Hört ihr das? Geil. Richtig cool. Nee, es tut richtig gut. Gebe ich euch den Tipp, wenn es krank hat, nicht bettlägerig oder fieberig, geht's raus. Lasst euch nichts einreden von irgendeinem Chef oder sonst was. Geht's raus, Natur. Nehmt euch nicht zu viel Gepäck mit, ein bisschen was und erholt euch einfach raus. Und dafür ist es auch da, dass man mal krank geschrieben ist, dass man sich erholen kann raus in der Natur. Da braucht sich keiner was einreden lassen. Okay. Oh, schön, wunderbar, wirklich. Ich würde sagen, machen wir jetzt den Tee und dann 2 Stunden später baue ich langsam ab und hau ab. Und war schön, wenn ich über Nacht bleiben können hätte. Aber geht halt jetzt nicht. Das möchte ich nicht riskieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Weidler sagt, vielen Dank, macht's es gut. Servus.